Malagone ovulogone wisau blutig. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Never Alone. Und seit 2 Tagen sind wir da schon umhergetrieben auf dieser einsamen Eisscholle. Da hinten sind Seelöwen. Ist das Blut? Muss ich vielleicht die Bola verwenden? Es schaut so cool aus. Huhu, da bin ich. Huhu. Warum wollte der... Das Eis war tückisch. Warum hat der eine Typ da unsere Bola wohl? Na. Boah. Und doch, der fliegt jetzt weg, oder? Bewegen sie die? Ja, ein bisschen leicht bewegen sie sich, gell? Aus geht's ja. Ah! Und rüber. Einfach laufen. Ah! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind da sicher. Also mit dem Zünd habe ich es nicht so. Ich kann schwer einschätzen, wie weit ich mal hupfen kann. Oh, was ist denn das? Eisbär, okay. Ich kann nicht schneller. Das sind Fische. Das sind Fische, helfen wir dir. Und jetzt? Ja, genau. Komm schon, was ist denn da jetzt? Kommt da was? Hilft mir da was? Warum duckt sie der Fuchs? Hallo? Muss mich auch ducken? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Muss ich vielleicht einfach rüber hupfen? Ich hupfe einfach mal, Leute. Na, muss ich nicht. Ah, warte mal, ich hab einen Plan. Weg mit dir! Jetzt wieder zurück! Ist es richtig? Kann ich ja darüber? Oh, okay, Fische. Bitte rüber, danke. Nice! Da, lauf! Lauf! Ach du Scheiße! Ich hab gedacht, das ist vorbei. Nein, ich hab druckt. Ich schwör's, ich hab druckt. Ich hab's geschafft.
Ein hungriger Bär gibt nicht so leicht auf. Was heißt das jetzt? Oh. Das dicke Eis verschwindet. Das Land war seltsam. Was meinst du damit? Wow! Das war jetzt ein bisschen knapp. Durch. Okay, ich warte da lieber an. Da war jetzt irgendwo eine Eule, ich hab's ganz genau gehört. Da oben! Warte mal. Ich hol die Eule. Ich hab's. Ui! Wuffi! Wuffi! Oh oh. Aber die Eule habe ich jetzt, oder? Ja. Oh! Boah. Ja, hupf! Na, ich hab mich jetzt nicht traut. Und da war gleich. Jetzt, ich hab's. Komm, ich glaub's. Nein, ich probier's lieber nicht. Okay. Boah, ich hab. Es ist voll kalt. Komm ich da oben hin? Nein. Das sind so Gerippe. So Knochen, was aus dem Eis noch rausschauen. Da. Oh, da komme ich hoch, oder? Ja. Okay, Moment, ich schaff das. Yes! Ich weiß zwar nicht, ob ich da... Oh, Scheiße! Dieses Zünden, das ist... Ist das irgendwie richtig, was ich mache? Was? Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Das funktioniert nicht.
So geht's, oder? Lauf! Dabra anna kalwaktuk. Agalan ilitsuriruk. Sabi ako kailangan nun ng atimikini. Bin jetzt schon wieder tot. Oh. Boah, die ist Action, hey. Also es sind schon richtig gute so Rätseldinger drin, ne? Das ist schon cool. Man muss ein bisschen überlegen, wie macht man das jetzt? Ne versiagalu alugulo. Dirigan neralo imaktuk. Asi takium angalat kaksibilawik. Takium igukay kairusungin yun puktakpaw. Ara kanohurik tema ipingit pak. Mann, oh Mann. Kunuk Sauyuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger, doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Mann, oh Mann, ich frage mich, warum sie nicht ertrunken sind. Es schaut schon richtig cool aus. Schaut mal, wie sie sich bewegt und so. Voll nice. Boah, es muss kalt sein. Okay, ich komme da nicht raus. Mal schaut mal, wie der Fuchs ausschaut. So lieb. Komme ich da raus? Ach so. Auf wie muss ich drücken? Ne, in welche Richtung, ne? Ich kann jetzt da rüber. Ich schau mal, wo es da lang geht. Ah ja, Schatz. Ja, oder geht's da weiter? Ah, Mist, wo muss ich denn hin? Wieder oben? Ich schaue jetzt doch nochmal lieber in die andere Richtung. Ah, okay, gut, da geht's nicht weiter. Der Fuchs war so geschaut und ist gleich stehen geblieben und er dachte, nein, das zahlt sich nicht aus, dass ich da hingehe. Aber da oben waren vorhin... Ich hab da vorhin wen rufen können. Da! Ich brauche eure Hilfe da oben. Na, vielleicht kommen wir erst später irgendwie hin. Mal schauen. Halten, Space halten, dann kann er schneller schwimmen. Oh, wow, ist aber echt schnell. Nice, 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 nice. Komm, Mädchen, komm. Okay. Nein. Oh, okay, boah, das brauchst du sogar 2 Schläge. Nein, 3. Ich hoffe, wir schlagen uns. Da kommt Wasser raus. Ups, ups. Okay, der Fuchs kann das auch nicht. Oh Gott, war das jetzt richtig? Ah, jetzt kämen wir da hoch. Oh, schaut mal da im Hintergrund. Da war voll unheimlich.
Ich mag ja so unter Wasser und so, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm für mich. Okay, hoch. Dankeschön. Ja. Also ich muss da jetzt die Wand hoch. Ah, da drüben ist so ein Ding. Das muss ich holen, oder? Hui! Okay, dann runter. Upsala. Ich hab's erwischt, oder? Haha! Ja. Ah, okay, Moment. Da fährt irgendwo hin. Hilfe! Ha! Hey, warum? Warum bin ich da zwei runtergefallen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Nee, bleib doch da. Wie kann mein Hund nicht abschießen? Das wäre ja mal typisch. Wenn ich den eigenen Hund abschieße. Oh. Komm ich mit dem Hund da rauf? Ja. Okay. Huah! Was? Irgendwas mit zurückspringen ist da jetzt gestanden. Nein, ich möchte ja nicht. Ich kann dann nur darüber springen. Nee, jetzt muss ich mit ihm wieder da runter, oder was? Ah, das ist... Sicher kommt da jetzt wieder nicht hoch. Das ist ja ein Wahnsinn. Ach so, sie kann ja eigentlich eh da oben bleiben. Okay. Hua! Nice, so endlich. Jetzt nur nicht runterfliegen. Oh, naja, ist weg. Oh. Okay, ich hab's geschafft, oder? Wie geht's jetzt? Ah, ich kann mich da wieder festhalten und der Fuchs läuft hoch.
Boah, der greift nach mir. Was ist denn da los? Voll gegen die Wand gelaufen. Doing. Voll geil. Okay. Ich finde das cool, wenn man so da so zusammenspülen muss. Was sind voll die Stacheln? Ja, wenigstens werden wir jetzt nicht verfolgt oder so von irgendeinem Eisbären. Warum bleibt er da unten stehen? Ach so, weil ich da nicht durchkomme. Ah, Mädchen, komm mal runter. Aber warte mal, kann ich da durchschießen? Nee, okay, komm. Die Frage ist, kann ich mich da jetzt festhalten? Ah, okay, Moment. Oh! Das war also nicht geplant. Aber ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wie es funktioniert. Und in der nächsten Episode von Never Alone werden wir da schon irgendwie durchkommen, ne? Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Oh. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. The Bola is what we call Kilamitan. And the Kilamitan
is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying, and they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise, so you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So Bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. The scaredest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, "Sila alangoktok." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know.